Reise nach Paris. Anna, ich habe überlegt, wo wir in den Urlaub fahren sollen, und ich hatte eine Idee. Was hältst du davon, nach Paris zu gehen? Paris? Das hört sich toll an, John. Ich wollte schon immer mal die Stadt der Liebe besuchen. Ja, es steht auch schon eine Weile auf meiner Bucketlist. Ich kann es kaum erwarten, den Eiffelturm und all die berühmten Museen zu sehen. Ich auch. Und das Essen in Paris soll unglaublich sein. Ich kann es kaum erwarten, ein paar authentische französische Croissants zu probieren. Absolut. Und ich dachte, wir könnten auch eine Bootsfahrt auf der Seine machen und die Stadt aus einer anderen Perspektive sehen. Das ist eine tolle Idee, John. Und wir sollten auch das Schloss von Versailles besuchen und die schönen Gärten sehen. Ja, das muss man gesehen haben. Und wir könnten auch in ein Kabarett gehen und Live-Musik und Tanz genießen. Das hört sich nach so viel Spaß an. Wir sollten auch durch Montmartre schlendern und die Künstler und Straßenkünstler sehen. Auf jeden Fall. Und wir sollten uns etwas Zeit nehmen, um uns in einem gemütlichen Café zu entspannen und Leute zu beobachten. Dem kann ich nur zustimmen. Diese Reise wird so romantisch und unvergesslich sein. Ich freue mich schon sehr darauf, Anna. Beginnen wir mit der Planung und machen Sie es zur Reise Ihres Lebens. Ich kann es kaum erwarten, die Kunstmuseen in Paris zu erkunden. Der Louvre ist weltberühmt und ich wollte die Mona Lisa schon immer persönlich sehen. Ja, und es gibt auch das Musée d'Orsay, das eine große Sammlung impressionistischer Kunst hat. Oh, davon habe ich auch schon gehört. Und wir sollten auch das Centre Pompidou besuchen, das moderne und zeitgenössische Kunst zeigt. Das ist eine gute Idee. Und wir dürfen das Essen nicht vergessen. Paris ist bekannt für seine köstliche Küche. Auf jeden Fall. Wir sollten Schnecken, französische Zwiebelsuppe und natürlich Croissants probieren. Und wir dürfen den Wein nicht vergessen. Frankreich ist bekannt für seine erstaunliche Weinauswahl. Ja, wir sollten in eine Weinbar gehen und verschiedene französische Weinsorten probieren. Und wir sollten auch einige traditionelle französische Gerichte wie Coq au vin und Boeuf bourguignon probieren. Oh, das hört sich lecker an. Ich kann es kaum erwarten, die reiche kulinarische Kultur in Paris zu erleben. Ich auch, Anna. Diese Reise wird ein Fest für die Sinne. Ich habe eine charmante Erbenwohnung im Herzen von Paris gefunden, in der wir für unsere Reise übernachten können. Das hört sich perfekt an, Anna. Was ist das für ein Ort? Es ist eine gemütliche Wohnung im Marais-Viertel. Es hat einen Vintage-Pariser Charme und befindet sich in der Nähe einiger großartiger Restaurants und Cafés. Das hört sich ideal an. Und es wird schön sein, nach einem anstrengenden Tag voller Erkundungen unseren eigenen Raum zum Entspannen zu haben. Ja, und wir können auch etwas Geld sparen, indem wir einige unserer Mahlzeiten in der Wohnung kochen. Guter Punkt. Und es wird schön sein, eine Homebase im Herzen der Stadt zu haben. Ich bin wirklich begeistert von dieser Wohnung, John. Es sieht aus wie der perfekte Ort für unser Pariser Abenteuer. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Diese Reise wird fantastisch sein. John,
Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich in Paris sind. Was sollten wir zuerst tun? Ich denke, wir sollten uns den Eiffelturm ansehen. Es ist das Wahrzeichen der Stadt. Das ist eine tolle Idee, John. Auf geht es. Wow, John, es ist noch atemberaubender in Person. Ich weiß, oder? Es ist erstaunlich, es aus nächster Nähe zu sehen. Und die Aussicht von hier aus ist unglaublich. Man kann die ganze Stadt sehen. Ja, es ist eine großartige Möglichkeit, ein Gefühl für den Grundriss von Paris zu bekommen. Ich kann gar nicht glauben, dass wir hier vor dem Eiffelturm stehen. Es ist ein erfüllter Wunsch. Das ist es wirklich. Und wir haben in dieser erstaunlichen Stadt noch so viel mehr zu sehen und zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten, John. Diese Reise hat einen guten Start hingelegt. Anna, eines der Dinge, auf die ich mich bei dieser Reise am meisten gefreut habe, war der Besuch des Louvre-Museums. Bist du bereit, erstaunliche Kunst zu sehen? Auf jeden Fall, John. Ich kann es kaum erwarten, all die berühmten Kunstwerke zu sehen. Wow, Anna, dieser Ort ist riesig. Möglicherweise benötigen wir eine Karte, um uns darin zurechtzufinden. Auf jeden Fall. Und ich habe gelesen, dass hier über 380.000 Objekte ausgestellt sind, so dass wir vielleicht mehrere Tage brauchen, um alles zu sehen. Haha, ich denke, du hast recht. Beginnen wir mit dem berühmtesten Stück, der Mona Lisa. Da ist sie, John. Das berühmteste Gemälde der Welt. Es ist erstaunlich, es aus der Nähe zu sehen. Sie können die Details in dem Gemälde wirklich schätzen. Ja, und es ist so viel kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist immer noch genauso beeindruckend. Absolut. Und es gibt hier noch so viel mehr zu sehen. Lassen Sie uns weiter forschen. John, das war unglaublich. Ich kann nicht glauben, dass wir so viele berühmte Kunstwerke gesehen haben. Ja, und wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt. Wir müssen wiederkommen und auf unserer nächsten Reise nach Paris mehr sehen. Auf jeden Fall. Das war so eine tolle Erfahrung. Sie schlenderten durch malerische Viertel wie Montmartre und das Marais und bewunderten die Architektur und das Ambiente. John, ich habe von einigen schönen Vierteln in Paris gelesen, die wir uns ansehen sollten. Was sagen Sie, wir machen einen Spaziergang durch Montmartre und das Marais? Das klingt nach einer tollen Idee, Anna. Ich habe gehört, dass Sie beide sehr malerisch sind. Dieses Viertel ist so charmant. Ich liebe die Kopfsteinpflasterstraßen und die malerischen Cafés. Und die Aussicht vom Hügel ist unglaublich. Von hier oben kann man die ganze Stadt sehen. Ja, und es gibt so viele talentierte Künstler und Straßenkünstler hier. Wow, Anna, diese Nachbarschaft hat eine ganz andere Atmosphäre. Es ist anspruchsvoller und gehobener. Ja, und die Architektur hier ist fantastisch. Ich liebe die alten Gebäude und die engen Gassen. Und es gibt hier auch so viele tolle Geschäfte und Restaurants. Auf jeden Fall. Dies ist der perfekte Ort, um einen Kaffee zu trinken und Leute zu beobachten. Dem kann ich nur zustimmen, Anna.
Diese Viertel sind genauso erstaunlich, wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, sie zu erkunden, John. Dies war bisher einer meiner Lieblingsteile der Reise. Anna, ich habe gehört, dass die französische Küche zu den besten der Welt gehört. Was sagst du, wir probieren einige traditionelle französische Gerichte, während wir hier sind? Ja, John, das ist eine tolle Idee. Ich wollte schon immer mal Schnecken ausprobieren. Schnecken? Bist du sicher? Ja, ich fühle mich abenteuerlustig. Probieren wir es aus. John, das ist eigentlich ganz lecker. Ich kann nicht glauben, dass ich es noch nie zuvor ausprobiert habe. Ich freue mich, dass es dir gefällt, Anna. Und ich denke, wir sollten auch ein paar Croissants probieren, wenn wir hier sind. Sie sind berühmt für ihr Gebäck in Frankreich. Ja, ich habe gehört, dass die Croissants hier zu den besten der Welt gehören. John, diese Croissants sind der Wahnsinn. Sie sind so flockig und butterig. Ich weiß, oder? Ich könnte sie jeden Tag essen. Und wir dürfen die Macarons nicht vergessen. Sie sind eines der berühmtesten französischen Desserts. Die sind so süß, John. Und sie sind so bunt. Und lecker sind sie auch. Ich könnte eine ganze Schachtel davon essen. Ich bin so froh, dass wir all diese traditionellen französischen Gerichte probiert haben, John. Sie gehören definitiv zu den Höhepunkten unserer Reise. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Dies war ein kulinarisches Abenteuer, das wir nie vergessen werden. Sie unternahmen eine romantische Bootsfahrt auf der Seine und genossen die Sehenswürdigkeiten und Geräusche der Stadt. John, ich habe von einer romantischen Bootsfahrt auf der Seine gelesen, die wir machen sollten. Was sagst du, machen wir das heute Abend? Das klingt nach einer tollen Idee, Anna. Es wird eine schöne Möglichkeit sein, die Stadt bei Nacht zu sehen. Wow, John, das ist so schön. Vom Wasser aus sieht die Stadt noch magischer aus. Ja, und die Lichter, die vom Wasser reflektiert werden, sind erstaunlich. Und auf dem Boot spielt eine Liveband. Das ist so romantisch. Das ist es wirklich. Ich bin so froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Schau mal, John, da ist schon wieder der Eiffelturm. Nachts ist es noch atemberaubender. Und schau dir all die schönen Gebäude und Brücken an. Dies ist eine wirklich einzigartige Perspektive auf die Stadt. Ich bin so froh, dass wir das gemeinsam erleben, John. Dies ist einer der romantischsten und denkwürdigsten Momente meines Lebens. Mir geht es genauso, Anna. Diese Reise nach Paris war alles, was ich mir erhofft hatte und mehr. Sie besuchten das Schloss Versailles und waren erstaunt über seine Pracht und Schönheit. John, ich habe gehört, dass das Schloss Versailles ein Muss ist, wenn wir in Paris sind. Was sagst du, wir machen einen Tagesausflug dorthin? Das ist eine tolle Idee, Anna. Ich wollte schon immer die Pracht und Schönheit des Palastes sehen. John, dieser Palast ist absolut atemberaubend. Die Gärten, die Architektur, alles ist so schön. Ich weiß, es ist unglaublich. Und es ist so massiv.
Es ist schwer vorstellbar, an einem Ort wie diesem zu leben. Und der Spiegelsaal ist so beeindruckend. Die Reflexionen sind hypnotisierend. Ja, und die Kunstwerke und Dekorationen in jedem Raum sind so kompliziert und detailliert. Und die Gärten sind so weitläufig. Ich könnte Stunden damit verbringen, einfach nur um sie herumzuwandern. Das ist definitiv einer der Höhepunkte unserer Reise, Anna. Ich bin so froh, dass wir hierher gekommen sind. Ich auch, John. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie großartig dieser Palast ist. Es ist ein wahres Meisterwerk der Architektur und des Designs. Anna, ich habe gehört, dass es in Paris ein berühmtes Kabarett namens Moulin Rouge gibt. Was sagst du, wir schauen es uns an? Das klingt nach einer tollen Idee, John. Ich war schon immer neugierig auf die Kabarettszene in Paris. Dieser Ort ist so lebendig, John. Ich liebe die Energie hier. Und die Dekorationen und Kostüme sind so bunt und extravagant. Es ist, als würde man in der Zeit zurückreisen. Schau dir die Bühne an, John. Es gibt eine ganze Truppe von Tänzern, die auftreten. Und die Musik ist so lebendig. Ich kann nicht anders, als mit dem Fuß zu wippen. Das macht so viel Spaß, John. Ich bin so froh, dass wir hierher gekommen sind. Das war unglaublich, Anna. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht, John. Die Darsteller waren so talentiert und die Atmosphäre war so lebendig. Und die ganze Erfahrung war so typisch Pariser. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Vorgeschmack auf die reiche Kulturgeschichte der Stadt bekommen haben. Auf jeden Fall, John. Dies war ein weiteres unvergessliches Erlebnis auf unserer Reise nach Paris. Sie beendeten ihre Reise mit einem romantischen Abendessen in einem gemütlichen Bistro und genossen die Aromen und das Ambiente. John, unsere Reise nach Paris neigt sich dem Ende zu. Lasst uns das Beste aus unserer letzten Nacht hier machen. Was sagen Sie, wir haben ein romantisches Abendessen in einem gemütlichen Bistro. Das hört sich perfekt an, Anna. Ich kenne genau den Ort. Dieser Ort ist so charmant, John. Ich liebe das warme und gemütliche Ambiente. Und die Speisekarte sieht fantastisch aus. Ich glaube, ich werde die Steak Pommes bestellen. Und ich werde das Bœuf Bourguignon bestellen. Es ist ein klassisches französisches Gericht. John, das war so eine tolle Reise. Ich bin so froh, dass wir Paris zusammen erleben dürften. Ich auch, Anna. Ein Traum ist wahr geworden. Und dieses Abendessen ist der perfekte Abschluss. Ich werde diese Stadt so sehr vermissen, John. Aber ich weiß, dass wir diese Erinnerungen immer in Ehren halten werden. Ja, und wir können in Zukunft immer wieder kommen und mehr Erinnerungen sammeln. Anna, ich kann nicht glauben, dass unsere Reise nach Paris vorbei ist. Es fühlt sich an, als wäre es so schnell vergangen. Ich weiß, John. Es ist kaum zu glauben, dass wir in nur wenigen Tagen so viel gesehen und getan haben. Ja, und ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, diese Reise zusammen zu unternehmen.
Es war eine tolle Erfahrung. Ich auch, John. Paris ist so eine wunderschöne Stadt, und wir dürften sie auf eine Art und Weise erleben, die wirklich unvergesslich ist. Dem stimme ich zu. Und ich glaube, das Highlight war für mich die Bootsfahrt auf der Seine. Es war so romantisch und magisch. Für mich war es der Besuch des Schlosses von Versailles. Die Pracht und Schönheit des Palastes waren einfach atemberaubend. Und das Essen. Ich kann nicht glauben, wie lecker alles war. Die Schnecken, Croissants, Boy auf Boschwignon, ich könnte endlos weitermachen. Haha, ich weiß, was du meinst. Und das Kabarett war so eine lustige und lebendige Erfahrung. Ich bin so froh, dass wir gegangen sind. Ich auch, Anna. Und ich bin so dankbar, dass wir all diese Erfahrungen gemeinsam teilen durften. Es war die Reise meines Lebens. Dem kann ich nur zustimmen, John. Diese Reise nach Paris wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Meine auch, Anna. Und ich kann es kaum erwarten, unser nächstes gemeinsames Abenteuer zu planen. Please like and subscribe. And welcome to watch more videos from our channel.